Endlich ist wieder Montag und es ist wichtig, dass wir hier gemeinsam stehen. Wir haben absolut keine Zeit mehr, Diskussionen über Belanglosigkeiten zu führen. Wir müssen auf die Straßen. Wartet einfach nicht darauf, dass man euch sagt, was ihr tun sollt, sondern tut es bitte einfach. Die Montagsdemos bestehen weder aus Spinnern noch aus Extremisten, sondern aus engagierten, mitfühlenden, besorgten Menschen. Unsere Eltern haben damals gekämpft und werden noch wissen, wie sich das anfühlt. Ja. Bewusst ein Risiko einzugehen. Hier sind freiheitsliebende Menschen, die für den Frieden stehen. Man sollte aufhören zu verdrängen, was überhaupt passiert. Die Wahrheit zu recherchieren und die Wahrheit zu kommunizieren. Das ist richtiger Journalismus und ist das, was wir nicht bekommen bisher. Insgesamt soll der Krieg gegen den Terror in Afghanistan, Irak, Pakistan und einigen anderen Ländern insgesamt 1,7 Millionen Menschen getötet haben. Die Leute fliehen vor dem Elend, das wir exportieren. Sie fliehen vor den Waffen, die Deutschland in alle Welt verkauft. Und diese Politik des Einlullens und der Vertretung fremder Interessen kann so nicht weitergehen. Sprecht nicht nur von Frieden, sondern lebt ihn gemeinsam mit uns. Ich denke, dass es für viele einfach unbequem geworden ist, zu denken. Hört auf damit, so aggressiv miteinander umzugehen. Denn das ist unser Europa, das ist unser Planet. Und jetzt hört aber auf. Nur Geschäfte und Geschäfte sind. Doch wir leben in einer Welt und in einem System, in der diese Spezies, dieser Mensch zu einem Konsumenten gemacht wird. Großkonzerne sind nicht ohne Grund groß. Man wird selten groß, wenn man nicht auf dem Weg dahin Verbrechen begeht. Weil diese Firmen, diese Banken investieren zum Beispiel in Rüstungsindustrie, spekulieren auf Nahrungsmittel und ähnliche Dinge. Und da will ich nicht mitmachen, weil ich will nicht, dass Leute in der dritten Welt oder sonst wo verrecken. Wir brauchen die Zeit, um die Friedfertigkeit, die wir spüren, die wir wollen, herzustellen. Wir müssen in die Köpfe wieder rein von den Entscheidungsträgern. Unser Problem ist auch, dass wir keine Fragen mehr stellen. Wir nehmen alles einfach nur noch hin. Da ist ein junger Mann, er ist aus Holland extra hier eingeflogen, um sich das mal anzuschauen, was hier los ist. Ist das ein Zeichen? Das ist ein Zeichen. Richtig geil. Wie ihr seht, ich bin gleich nach der Schule hergekommen. Die Welt braucht nicht uns Menschen, um zu überleben, sondern wir brauchen die Welt, um zu überleben. Aus Krieg wächst Wachstum. Das ist pervers. Das müssen wir durchbrechen. Wir wollen den Frieden. Der Friede? Wo kommt denn bloß der Friede her? Der kommt nur, wenn wir ihn tun. Und wenn in unseren Seelen die Mörderwaffen ruhen. Und ich hätte auch Besseres zu tun, als hier auf dem Platz zu stehen und für Frieden einzustehen, wenn er denn schon da wäre. Liebe Freunde, wir haben es mit der Rückkehr des Faschismus in Europa zu tun. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie die Bürger der Weimarer Republik. Wie wollen wir das eigentlich unseren Kindern erklären, frage ich. Ich glaube, ich lebe auf jeden Fall noch in einer Traumwelt. Ich träume auf jeden Fall davon, dass es besser wird. Willkommen in unserem Traum von einer besseren Welt. Uns dann einfach klar geworden ist, wie wir in unserer Schule einfach zu irgendwelchen Maschinen erzogen werden. Und was ich auf jeden Fall genieße, wenn ich hier bin, ist einfach so dieses Gefühl zu haben, okay, man ist einfach nicht alleine. Kommt her, unterlauft uns, befruchtet unsere Geister. Ich bin 80 Jahre alt und ich stelle mich trotzdem hierher und will mit euch reden. Du allein kannst die Welt ändern. Das ist ein Zitat vom Friedensnobelpreisträger Barack Obama. Your voice can change the world. Zu dem glücklicherweise Eddie Snowden sagte, yo, dann ändere ich mal mit meiner Stimme. Und Edward Snowden, du hast genau das Richtige getan. Warum wagen wir nicht endlich das Experiment und verbieten den Export von Waffen und werden endlich wieder zu einem Land der Dichter und Denker, der Erfinder und Weltverbesserer. Man kann heute den Weg gehen. Wir werden es schaffen. Davor haben sie Angst darum, dass wir uns informieren und dass wir Forderungen stellen könnten, die auch noch umsetzbar sind. Ich finde es eigentlich sehr traurig, dass es überhaupt erst dazu kommen musste, dass wir hier auf die Straße gehen müssen. Ich habe den Krieg erlebt mit Geschützdonner, mit Straßenkämpfen, mit Erschießungen und Erhängen. Deutschland ist längst wieder zur Schaltzentrale für weltweite Kriege geworden. 2011 hat die Bundesregierung Waffenexporte in 125 Länder im Gesamtwert von 11 Milliarden Euro genehmigt. Der Krieg ist nicht nur in Afghanistan, Somalia oder in der Ukraine. Der Krieg beginnt hier und deswegen ist es wichtig, dass viele Menschen auf der Straße sind und ein Zeichen setzen für Frieden. Die haben den Krieg schon lange geplant. In meiner Heimat sind
Jagd auf Linke, Todeslisten, Überfällen, Chaos, Vandalismus, dies alles an der Tagesordnung. Lasst uns gegen den ukrainischen Faschismus kämpfen. Lasst uns gegen diejenigen kämpfen, die ihn verharmlosen. Lasst uns Propaganda die Stirn bieten und lasst uns den deutschen Politikern klarmachen, dass wir keinen Krieg wollen und dass sie endlich damit aufhören können, uns Menschen, uns Freunde, uns Brüder gegeneinander aufzuhetzen. Hier wird wirklich strafbare Handlungen getan und wir können das einfach nicht länger dulden. Soldaten, ihr seid da, unser Land zu verteidigen und nirgendwo einen Angriffskrieg zu führen. Alle Soldaten in die Kasernen! Sofort! Und Fakt ist, Atomwaffen gehören in niemandes Hände. Wenn sie es wirklich ernst meinen sollten, dann sollten sie alle ihre Kernwaffen vernichten. Das Einzige, was der Krieg ist, ist ein Krebsgeschwür und eine Epidemie, welche endlich zu bekämpfen gilt. Im Prinzip ist die Wahrheit wirklich absurd, aber sie ist leider nun mal wahr. Jeder Krieg ist nur möglich, weil in den Köpfen der Menschen Feindbilder existieren. Erst wenn es hier klar ist, dass es keinen Feind gibt, gibt es auch keinen Krieg. Veränderung muss Spaß machen und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass wir heute Spaß hatten, oder? Ich bin auch stolz auf meine Mama, weil sie uns auch immer hierher bringt. Ich bin hier, weil ich ziemlich Angst um meine Zukunft habe, um das, wozu sie uns heranziehen. Ich bin hier für meine Kinder, die ich noch haben werde, weil ich Angst um ihre Zukunft habe. Wenn Unrecht zu Recht wird, dann ist Widerstand Pflicht. Ich bin hier, weil ich finde Krieg scheiße. Und ich weiß, dass ihr alle auch so denkt. Wir sind hier aus dem Grund, weil wir einfach nicht mehr unterstützen wollen, wie diese grausame Welt funktioniert. Und ich sehe es nicht ein, meine Kinder in irgendeinen blöden Krieg, der irgendwelche wirtschaftlichen Interessen nur hat, zu schicken. Es muss ein Schluss sein mit Kriegstreiberei, mit Rassismus und Hass beginnt der Krieg. Alle Soldaten fordere ich auf, geht einfach nach Hause, ganz nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Elite vertritt die Ansicht, eine Welt, in der wir nicht das Sagen haben, verdient es nicht zu überleben. Die Politik geht nicht den richtigen Weg, die Politik verteidigt das System. Daher fordere ich euch auch auf, liebe Politiker, schließt euch uns als Menschen an, aber unpolitisch, und kämpft dafür, dass wieder die Macht von uns ausgeht, von den Menschen und vom Volk. Der Krieg wird von denen befohlen, die selber nicht mitkämpfen müssen, und am Ende müssen immer die einfachen Männer da rein. Und eventuell wollen wirklich manche Menschen uns dazu zwingen, andere Nationalitäten zu hassen. Aber sind wir im Endeffekt nicht alle Menschen? Werdet euch klar, dass wir alle Teil dieser Welt sind. Man müsste hier keine Angst haben, laut und deutlich zu sagen, dass Amerika ein Kriegstreiberland ist, das mit Füßen das Völkerrecht tritt, seit Jahrzehnten und immer anderen Ländern Lektionen über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geben möchte. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen, wir müssen unsere Meinung endlich offen sagen. Die Kriege werden von den Eliten angezettelt, das Volk muss sie ausführen. Keiner hat Lust darauf. Und den Frieden kann man nicht mit Gewalt erkämpfen, man kann ihn nur friedlich verteidigen. Damit unsere Kinder später mal sehen, was da für Friedensaktivisten waren. Die russische Bevölkerung, sie schaut genau auf das deutsche Volk, was ihr gerade macht. Eure Bewegung ist wirklich wichtig. Macht weiter so. Danke. Wir werden immer mehr, deutschlandweit, europaweit, weltweit, und wir stehen zusammen, liebe Leute. Ich bin mit meinem Herzen bei jedem Menschen und jedem Wesen der Natur. Der Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr. Der Planet braucht dringend Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und Liebende aller Arten. Wir dürfen nicht bereit sein, die global geschehenen Verbrechen weiter hinzunehmen. Und dennoch muss es unser oberstes Gebot sein, aus Liebe zu handeln und niemals aus Hass. Könnten wir es nicht vielleicht lernen, auf Gewalt zu verzichten? Könnten wir nicht versuchen, eine ganz neue Art Mensch zu sein? Ich möchte das beschützen, was mir wichtig ist. Und ich glaube, dass jeder Mensch etwas hat, das er beschützen möchte. Was wollen wir? Für alle Menschen, in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen. Seid mutig, ihr habt schon mal eine friedliche Revolution ausgelöst, das habe ich verstanden. Und wir bekommen das wieder hin. Für Frieden, für wirkliche Demokratie, für eine bessere Welt. Dass wir uns getroffen haben, ist der Beginn von einer Bewegung, die in meinen Augen, und ich sage bestimmt meiner Meinung, nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist viel
habe Angst. Und ich richte die Bitte an alle. Lasst uns zusammenstehen gegen profitgesäten Hass, gegen den gesteuerten Kampf der Kulturen. Lasst uns endlich gemeinsam aufstehen gegen Gewalt und Vernichtung für eine lebenswerte und friedliche Welt.